Hallo und willkommen bei Modelis. Hello and welcome to Modelis. Today we make a review of our RC-warbird Spitfire. Wir machen heute ein kurzes Review unserer XL-Warbird Spitfire. Das Modell ist so wie alle Warbirds bereits fertig lackiert und braucht nur noch zusammengesteckt werden. The model is delivered already painted and done. You just have to put it together and put the receiver in and the battery and off you go. Man braucht wirklich nur mal einen Empfänger und eine Batterie hineingeben und schon geht's los. Eine Besonderheit bei all diesen Modellen sind sicher die hohe Detailtreue. Wenn wir zum Beispiel hier schauen, sieht man ganz klar die Nieten und Schrauben, wie sie nachgeformt sind. Sieht wunderbar aus. You can see the nuts and bolts. Of course we got a pilot in it. Natürlich gibt es auch einen Piloten. Und das Modell ist natürlich wunderschön hergerichtet. Ein weiteres Feature der Warbird-Serie ist das Fahrwerk. Auch hier haben wir wieder ein wunderschönes Scale-Fahrwerk, natürlich einziehbar. Der einzige Nachteil bei diesem Fahrwerk ist, dass es relativ schmal ist. Das heißt, die Spitfire ist beim Landen etwas seitenwindempfindlich und kippt hin und wieder mal zur Seite weg. The landing gear is scale and a little bit narrow, and if you got a crosswind, she tends to roll on the landing. But the model is quite easy to fly. Das Modell ist trotzdem sehr leicht zu fliegen. It's more or less like a trainer. Es fliegt sich fast wie ein Trainer. Trotzdem mussten wir bei dem Modell einige Sachen anpassen, um es zu optimieren. We had to change a few things to make it even better to fly. Als erstes haben wir ca. 50 Gramm Blei in der Nase hinzufügen müssen. The first thing we had to add about 50 grams of lead. We added it right into the nose. You can remove this cover when you remove the propeller. Man kann, wenn man den Propeller wegnimmt, diese Abdeckung abschrauben. You can glue lead pieces right behind this cover. Und man kann hinter diese Abdeckung Bleiteile oder Bleigewichte kleben, um das Modell auszugleichen. Wie gesagt, es ist relativ schwanzlastig. The model is quite tail heavy out of the box und es ist sehr sinnvoll, hier dieses Gewicht vorne hinzuzufügen. And it's quite useful to have this weight in the nose. And we used about a good 40 grams. Wir haben gute 40 Gramm verwendet, um das Modell auszugleichen. Another thing we did, but it's not necessary, it's just more an optical thing. You can see that it's quite a narrow fit between the spinner and the fuselage. Wir haben hier einen relativ schmalen Spalt zwischen dem Spinner und dem Rumpf. Im Lieferzustand ist dieser Spalt deutlich größer. Out of the box, this gap is quite big, or at least bigger than now, and it looks not so nice. We just trimmed down the back side of the spinner plate. Also wir haben nur die Rückseite der Spinnergrundplatte etwas abgeschliffen und konnten so den Spinner deutlich schöner platzieren. And so we had a quite nicer spinner fit here. But it's just an optical thing and got nothing to do with the flight performance. Hat aber nichts mit den Flugeigenschaften zu tun. And something we always do with our warbirds is that we paint the rudder horn. You can see, wir lackieren die Ruderhornhalterungen, damit sie nicht so auffallen, weil die sind immer weiß. They are delivered in white and it would be not so nice to have a white patch here. Es ist nicht so schön, wenn man einen weißen Fleck hier hat, and that's why we paint them. But it's not so necessary, it's just an optical thing, just like the others. And one thing we always do is we secure the clevis like this. I'm gonna flip this over. Okay, now you can see it. There is the clevis, and we use some silicone tubing to secure them so they won't open during flight or when anything unexpected happens. Man sieht, wir haben die Gabelköpfe mit Silikonschlauch fixiert, damit sie die Gabelköpfe nicht unerwartet öffnen können. Okay, damit sind wir schon fast durch mit unserem kurzen Review. Einzige Info, die wir noch geben möchten, there's just one info left we want to give you. The battery compartment is quite large. Die Batteriefach ist relativ groß und die Batterie
kann sich darin bewegen, and the battery can move in it. And of course the battery tends to move back, so the center of gravity will move. Die Batterie tendiert dazu zurückzurutschen und natürlich bewegt sich dann auch der Schwerpunkt. For this reason you have to put some foam or styrofoam or something. Dafür nehmen wir einfach ein bisschen Styropor oder einen Schaumstoff oder so und stecken die von hinten in das Batteriefach. And you put the styrofoam after the battery in the battery compartment, so the battery won't slide or won't move in it. Yeah, that's it, and that's about our Spitfire. So this concludes the short info about the Spitfire. Das war's so jetzt für die Spitfire. Wir freuen uns über jede Art von Kommentar, so please comment, and yeah, see you soon und wir sehen uns bald.